Moin liebe Leute, eigentlich wollte ich euch ja schon vor circa 3 Wochen das nächste Video zeigen, aber leider ist mir etwas dazwischen gekommen. Ich habe nämlich einen Treppensturz gehabt und bin seitdem, wie ihr seht, außer Kraft gesetzt und konnte leider nicht an meiner Anlage weiterarbeiten. Ich hatte aber im Vorwege schon einige Videos erstellt und habe mir jetzt überlegt, ich werde einfach mehrere Teile daraus machen und euch dann zeigen in mehreren Abschnitten, wie wir hier mit dem Bahnhofsbereich weitermachen. In dieser Folge wird es hauptsächlich darum gehen, einmal zu zeigen, wie ich den Gleisunterbau mache, also hier im Bahnhofsbereich. Und natürlich zeige ich euch auch, wie ich das auf einer freien Strecke handle mit der Trittschalldämmung, damit halt, wenn Züge rüberfahren, das ein bisschen abgedämpft ist. Dann werden wir uns hier noch um den Bahnsteig kümmern und in späteren Folgen gibt es dann auch noch was zur Oberleitung, die hier ja schon in den Tunnel beginnt. Die wird natürlich hier im ganzen Bereich noch sein, auch mit Querträgern, die einmal über alle Gleise drüber hinweggehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ausschmückung, zum Beispiel die Drahtkanäle zum Stellen der Weichen hier vorne vom Stellwerk an für die einzelnen Weichen. Das werde ich schon in dieser Folge zeigen, das hatte ich nämlich schon vorbereitet. Und ja, die sind ganz schick geworden, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten werde ich dann in den nächsten Wochen, ich kann es nicht genau sagen, wann ich weitermachen werde, aber ich schätze so, dass ich in 4-5 Wochen wieder fit genug bin, hier weiterzumachen. Vielleicht wird dann auch schon das nächste Video kommen. Viel Spaß! Wenn man so wie ich mit Märklin-K-Gleis baut, dann braucht man auch einen entsprechenden Gleisunterbau. Diesen stelle ich aus Trittschalldämmung her, das kann man hier im Bild auch schon mal sehen, und dieser wird dann entsprechend bearbeitet. Die Trittschalldämmung ist 5 mm stark. Auf freier Strecke schräge ich die Trittschalldämmung an den Seiten ab. Im Bahnhof und auch im Betriebswerk gibt es in der Regel keine Gleislöschung. Vielleicht ist es hier und da mal etwas welliger, etwas tiefer gelegen, aber nicht so wie auf freier Strecke. Hier habe ich in dem Schaubild einmal gezeigt, auf der linken Seite kann man es entweder ganz gerade machen, wie ich es überwiegend auch im Bahnhofsbereich gemacht habe. Und teilweise, wie auf der rechten Seite zu sehen, mache ich es auch etwas variabel. Das heißt, ich drücke mit dem Daumen vielleicht die Trittschalldämmung hier und da ein bisschen ein oder ich schneide mit dem Cuttermesser etwas aus, sodass es da ein bisschen Bewegung reinkommt. Als Werkzeug benutze ich ein Cuttermesser, ein scharfes Bastelmesser und ein Lineal aus Metall. Ich habe mir jetzt mal ein Stück von der Trittschalldämmung hier, ein handliches Stück ausgeschnitten und möchte euch mal demonstrieren, wie ich das jetzt mit dieser Trittschalldämmung mache. Bei so einem Probestück hier möchte ich euch mal zeigen, wie ich die Gleisböschung baue. Also hier werde ich dann einmal mit normalen Abschrägungen arbeiten, sprich der gesamten Länge nach, dass hier sofort die Gleisböschung runtergeht. Und auf der rechten Seite werde ich das dann einmal flächig machen, so wie es zum Beispiel im Bahnhof wäre oder im Betriebswerk. Ja, dazu habe ich jetzt hier mal ein Stück von der Trittschalldämmung genommen. Ihr seht es, 5 mm dick und von der einen Seite ist es so gerüffelt. Kann man auch gut als Maß nehmen, um gerade Schnitte zu machen. Und auf der anderen Seite ist es glatt. Die glatte Oberseite, die mache ich persönlich immer nach oben und die geriffelte nach unten. Die Verklärung mit der Holzplatte findet dann halt, wie gesagt, hier auf der unteren Seite statt. Dazu benutze ich Acrylkleber. Ich glaube, ich habe hier sogar noch welchen liegen. So ganz normalen Acrylkleber kann man da benutzen. Ich habe den in schwarz und auch in weiß. Ganz normale Dichtungsmasse aus Acryl. Klebt wie Hulle, sage ich jetzt mal, und lässt sich auch noch ein bisschen verschieben auf der Anlage. Ja, ihr werdet es dann ja sehen. Genau. So, bei dem Gleis ist es so,
Es hat, wenn man jetzt hier mal das Maß nimmt, circa 3 cm Durchmesser, kann man hier vielleicht erkennen. Das heißt, von der Mitte des Gleises bis zur äußeren Schwelle ca. 1,5 cm. Und wir wollen dann ja von der äußeren Schwelle aus vielleicht noch ein bisschen Überstand haben und dann mit einem 45 Grad Winkel runtergehen. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten und sollte ein scharfes Cuttermesser haben und so ein, ich habe so ein Metalllineal, da kann man ganz gut mit ansetzen. Da das Geriffelte bei mir ja immer nach unten zeigen soll, fange ich jetzt erstmal hier oben an, mir erstmal eine Schräge reinzumachen. Das mache ich jetzt nach Augenmaß. Das muss jetzt nicht ganz genau sein. Ich setze jetzt hier mal an, dass ihr es auch sehen könnt. Sehr flach anschneiden, ansetzen und dann einfach in einem ungefähren 45 Grad Winkel einmal entlang des Lineals durchgehen. Wenn es beim ersten Mal noch nicht so richtig durch ist kein Problem. Einfach nochmal leicht hinterher und schon hat man den schrägen Streifen ab. Kann man hier sehr schön sehen. Und das draufgelegt, das Gleis, hat man einen sehr schönen Böschungskörper, wie ich finde. Muss man natürlich noch ein bisschen ausrichten. So, das ist der eine Punkt. Und jetzt hatte ich ja gesagt, bis zur Gleismitte. Ich zeichne mir das jetzt einfach hier mal an. Das kann man natürlich auch ausmessen entsprechend. Das wäre die Gleismitte. Ich mache das hier auch nochmal. Und hier hinten auch nochmal. So. Und schneide mir jetzt erstmal einen schmalen Streifen ab. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Also erstmal der Länge nach, und zwar 90 Grad Winkel jetzt mit mir schräg. So. Warum habe ich mir so einen schmalen Streifen gemacht? Das ist etwas biegsam. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, das wäre eine Kurve und ich möchte auch in der Kurve folgen, dann kann ich das tatsächlich so schön mitbiegen. Muss es natürlich irgendwie fixieren, damit es nicht verrutscht und dann verkleben. Und kann dann hier in der Mitte ansetzend natürlich hier auf der anderen Seite das auch entsprechend einsetzen. Mache das jetzt einfach mal circa in der Mitte durch. So, jetzt habe ich 2 Stücke. Und wenn ich jetzt hier das Gleis aufsetze, dann habe ich einen vernünftigen Böschungskörper. Ich hoffe, das könnt ihr so sehen. Ich mache auch gleich nochmal Fotos von Namen. Ja. So, und hier, wenn die dann festgeklebt sind, können die Gleise auch mit Acryl hier drauf punktuell nochmal fixiert werden und natürlich beschweren, damit keine Unebenheiten drin sind. Und ja, dann liegt das schon mal sehr gut fixiert, das Gleis. Und anschließend kann dann darauf ganz normal geschottert werden. Gut, ich hatte ja gesagt, ich werde die eine Seite abschrägend machen, die andere Seite flächig. Das bedeutet, ich werde das jetzt einfach mal so ansetzen und wenn man jetzt die Weiche nochmal drauf, das Gleis und Weiche nochmal drauflegt, dann sehen wir, hier wäre so die Böschung von der normalen Strecke. Und wie gesagt, im Bahnhofsbereich mache ich das alles ebenerdig. Sollen ja auch noch die Kabelschächte und so weiter verlegt werden. Ja, das macht sich besser, wenn das alles so ein bisschen ebenerdig ist. Genau, man kann natürlich auch noch variieren, dass man jetzt hier an bestimmten Stellen noch ein bisschen tiefer geht. Das kann man sowohl mit einem Cuttermesser ausschälen. Man könnte auch mit so einem heißen Draht
vielleicht noch da lang gehen. Ich werde es wahrscheinlich mit einem Cuttermesser machen, dass einfach nur so ein paar Stellen nochmal ein bisschen tiefer gemacht werden. Man kann es auch ein bisschen eindrücken, dass es einfach nicht so eine ganz gerade Fläche wird, sondern auch stellenweise ein bisschen Bewegung drin ist. Ist jetzt nicht viel, da muss man ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Oder man schneidet es auch einfach am Gleis ab und benutzt hier für die Zwischenräume eine etwas dünnere Trittschalldämmung, die man hier nochmal auslegen kann, und gleicht das dann ein bisschen mit Schotter aus. So, um jetzt die Trittschalldämmung auch unter das Gleis zu bekommen auf eurer Anlage, ich zeige das mal hier links, da habe ich ja schon mal ein paar Strecken auf dem Holz verlegt. Das werdet ihr wahrscheinlich auch so machen. Ist es dann gut, natürlich jetzt erstmal bei den Gleisen in der Mitte mit einem Bleistift einfach alle paar Zentimeter einen Strich zu machen in der Mitte. So. Überall mal so einen kleinen Punkt oder Strich, dass man das nachher dann auch sehen kann, wenn ihr die Gleise wieder runternehmt. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu diesem Gleis. Ich hatte ja den Ausschnitt so gemacht, dass er mittig unter das Gleis passt, also genau mittig darunter ist. Und nun könnt ihr natürlich, wenn ihr das jetzt so angezeichnet habt, lege ich das mal wieder zur Seite, so, also so soll die Trasse dann liegen, zum Liegen kommen. Dann macht ihr das hier auch so, macht einzelne Striche, wo die Mitte ist. So, machen wir hier hinten nochmal weiter. So, und dann habt ihr jetzt ja hier die Striche und wisst genau, wo die Mitte ist, und könnt jetzt die Trittschalldämmung, die hälftige, entlang dieser Striche verlegen und verkleben. Erstmal die eine Seite und dann danach natürlich dagegen die andere Seite. Das mache ich jetzt mal. So, ich mache das jetzt mal mit weißem Acryl. Das habe ich nämlich gerade noch angebrochen, diese Tube. Jetzt haben wir ja hier diese paar Striche. Und hier so wollen wir es jetzt ansetzen, um jetzt zu sehen, wo ich ungefähr, wie weit ich mit dem Acryl gehen kann, kann man natürlich das auch nochmal anzeichnen und mit einem leichten Strich, und man sieht dann, in diesem Bereich sollte ich dann Acryl aufbringen. Machen wir das mal. Man sollte nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick auftragen. Das könnte schon fast ein bisschen zu dick sein. Das könnte dann an den Seiten rauskommen. Das heißt, einfach ein bisschen andrücken, durch so ein bisschen hin und her schieben, bis das schön glatt auf den Untergrund haftet. So ausrichten nach den Strichen natürlich. Das, was rausquillt, einfach ein bisschen mit dem Finger abstreichen und Zewa nicht vergessen. Man kann natürlich auch noch solche Abzieher benutzen, wer das möchte. Aber jetzt für dieses Schaustück reicht es, glaube ich, erstmal so. So, man sieht, das ist so schon relativ fest. Es verrutscht kaum. Aber ich könnte jetzt natürlich tatsächlich auch noch beigehen und Kurven mit reinmachen. Man sieht, wie schön das trotzdem noch hält. Wollen wir jetzt hier aber nicht, weil wir haben ja hier ein gerades Stück. Wir wollen jetzt nur das Gegenstück noch mit anbringen. Zeichne ich mir jetzt hier noch mal kurz an. So. Auch hier. Ansetzen, bisschen hin und her schieben. Dadurch, dass die geriffelte Seite jetzt unten ist, zieht das natürlich auch schön alles in die Riffelung mit rein.
So, und man sieht, es ist so schon sehr fest. Da braucht man auch nicht mehr groß mit Stecknadeln oder sonstigen arbeiten. Das hält so schon wirklich sehr gut. Warum habe ich jetzt hier eine Weiche mit aufgenommen? Es gab die Bitte, dass ich doch auch mal auf meine Weichenantriebe eingehe. Denn bei mir sind im sichtbaren Bereich keine Weichenantriebe zu sehen. Die werden alle Unterflur montiert. Jetzt habe ich hier auch schon die entsprechenden Unterflurantriebe mal liegen. Ich benutze die Hoffmann-Antriebe. Die werden dann unter der Anlage so platziert. Das zeige ich dann natürlich auch noch. Wer so wie ich mit Märklin schaltet, mit den M83, der braucht noch solche Adapter, die dazwischen geschaltet werden. Das heißt, 3 Kabel gehen zum M83 und 3 Kabel davon gehen zum Hoffmann-Antrieb. Damit klacken die Weichen. Die schalten also nicht ganz langsam, sondern die schalten eher so, ne, klackenderweise. Ich persönlich bin Freund davon. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Einige wollen halt, dass es ganz langsam schaltet und so, dass man auch gar nichts hört auf der Anlage. Ich bin aber persönlich ein Freund davon. Ich bin damit groß geworden mit klackenden Weichen und ich muss beim Betrieb auch klackende Weichen hören. Deshalb nutze ich halt auch diese Antriebe in dieser Art und ja, dann klacken die halt auch so schön. Ne? Ich liebe das. So sieht der Antrieb dann aus. Der wird so unter der Platte montiert. Also sprich so darunter. Da wird noch ein Loch durchgebohrt. Aber das machen wir alles mit diesem Schaustück hier. Das zeige ich euch alles. Und auch wie die Weiche dann danach schaltet. Dazu muss man natürlich hier auch noch ein Loch durchbohren. Das zeige ich aber noch alles. Nachdem man das Loch durchgebohrt hat, gibt es dann hier solche Bohrhülsen, die man in das Loch dann entsprechend reinstecken kann. Und da gibt es oben einen schmalen Schlitz. Und durch diesen Schlitz kommt dann der Stelldraht von dem Hoffmann-Antrieb von unten nach oben. Der zeigt dann hier durch. Und dieser Handschalthebel spielt da auch noch eine Rolle bei. Denn hier drin befindet sich, den kriege ich jetzt sogar nicht raus, das muss ich gleich mal rausholen, dieser Stellhebel hier. Ihr könnt ihn sehen, der ist da drin, der ist hier oben mit so 4 Nupsis noch, damit man mit dem Handschalthebel das hin und her bewegen kann. Und den hole ich jetzt gleich mal hier raus und dann werden diese Nupsis abgeschnitten und schon hat man einen Stellhebel, den man dann mit dieser Bohrhülse benutzen kann. Okay, dazu komme ich aber später nochmal. Wir wollten jetzt erstmal hier mit dem Gleis weitermachen. Das muss natürlich auch erstmal fixiert werden. Und das mache ich natürlich in diesem Fall dann mit schwarzem Silikon. So, das schwarze Silikon liegt bereit. Ja, jetzt musste ich natürlich doch noch eine neue Tube aufmachen, ist ja klar. Um das Gleis jetzt zu fixieren, ich mache es so, dass ich nicht den ganzen Gleisstrang hier mit einer Silikonnaht sozusagen versehen werde, sondern nur punktuell. Weil Hintergrund ist der, wenn ich nachher schottere und der Schotterkleber hier reingeträufelt wird zwischen den Gleisen, wenn ich das jetzt in einem Stück hier so eine Wulst durchziehen würde an den Gleisen, dann würde der Kleber nur hier in der Weiche, im Gleis verbleiben, also zwischen den Schwellen und sich nicht mit dem Schotter, der hier außen ist, verbinden. Wenn ich das nur punktuell mache, dann kann trotzdem der Schotterkleber noch unter dem Gleis durch und sich mit dem Schotterkleber und dem Schotter auf der anderen Seite verbinden. Das ist so der Hintergrund. Damit ich nun weiß, wo ich die Punkte ungefähr setzen kann, gehe ich jetzt halt einfach nochmal mit einem Bleistift ran und mache mir so kleine Punkte in die Trittschalldämmung rein. Hier im weichen Bereich lasse ich das mal besser sein. Aber hier hinten, wo keine beweglichen Teile sind, da mache ich das auch nochmal.
So, und genau da, wo ich jetzt diese Punkte gesetzt habe, mache ich kleine Klebepunkte vom Silikon. Das reicht schon völlig aus. Auch nicht zu viel machen. Das würde sonst nachher rausquellen. Klar können wir jetzt gleich noch mal ein bisschen was abschaben. Das ist kein Problem. Aber ihr seht schon, es schaut ein wenig heraus. Ja? Also wenn ich das jetzt das Gleis jetzt so aufsetze, dann sieht man, dass es ein bisschen an den Seiten rausquillt. Das könnte schon beinahe ein bisschen zu viel sein, deshalb lieber ein bisschen flacher drücken. Aber es kommt ja auch noch Schotter mit rein. Und ich werde trotzdem ein bisschen was davon wieder entfernen. Das war ein bisschen zu viel, stellenweise. Und einfach nur ein bisschen verschmieren. Dann geht's. Verschmieren reicht hier. Das war jetzt doch nicht zu viel. Nur, dass man nachher nicht noch die Silikonpunkte durch den Schotter durchsieht. Ist zwar schwarz, wird man also kaum sehen, aber sicher ist besser. Ihr kennt das ja. Gut, das muss natürlich jetzt erstmal trocknen. Vielleicht, also hier liegt es jetzt richtig schön auf der Trittschalldämmung, aber vielleicht ist es dann auch hier und da sinnvoll, das Gleis zu beschweren, dass es auch gerade wirklich auf der Trittschalldämmung aufliegt und nicht nachher im fahrenden Betrieb dann diese Huckel zum Vorschein kommen. Genau. Gut. Das Trocknen lassen wir jetzt trocknen. Ganz kurz nochmal zu diesem Handschalthebel hier. Ich versuche den jetzt gleich mal hier rauszubekommen. Dazu hatte ich auch einen netten Zahnarzt, der mir mal sein Werkzeug, was er nicht mehr brauchte, zur Verfügung gestellt hat. Wenn ihr auch so einen Zahnarzt habt, dann fragt ihn doch einfach mal, ob er für euch auch entsprechendes Werkzeug vielleicht noch rumliegen hat, was er nicht mehr braucht, was ausgemustert wurde. Und mit so einem spitzen Teil, jeder kennt es, hier untergehakt, kriegt man das sehr schön raus. Genau. Das brauchen wir nicht mehr. Wie gesagt, da kommt ja die Bohrhülse nachher rein, da wo gestellt wird. Genau. Das Ding müssen wir jetzt noch bearbeiten, weil diese Nupsis hier, die müssen ab. Und da ist auch schon ein Loch drin. Vielleicht passt das genau, sonst müssen wir hier noch ein neues Loch bohren. Dazu benutze ich einen Dremel mit einem dünnen Bohrer. Das müssen wir dann aber noch ausrichten entsprechend. Und dann kommt der da so rein und damit wird dann geschaltet. Genau. Das kann man natürlich noch ein bisschen tarnen. Muss man nicht, kann man tarnen. Da werden wir aber später beim Gleisbau nochmal näher drauf eingehen. Nicht jeder hat bei diesen Handweichen auch den Hebel noch dabei. Nur mal so als Tipp, die kann man natürlich auch als Ersatzteil noch nachbestellen bei Märklin. Da sind dann 4 Stück von den Dingern drin. Ich hatte bei einigen Weichen von meiner alten Anlage diese Handschalthebel nicht mehr, die hatte ich entsorgt. Heute brauche ich sie wieder, aber ich habe mir halt ein paar nachbestellt und habe dann auch wieder diesen Hebel. Gut, dann lassen wir erstmal trocknen. Beim Bahnsteig habe ich mich für den Bahnsteig von Vollmer mit der Artikelnummer 43532
entschieden, weil ich diesen auch schon vorher auf der Schrankbahn im Einsatz hatte und ihn eigentlich soweit ganz schick fand. Er musste halt nur farblich ein bisschen angepasst werden. Als nächstes kümmere ich mich um die Abdeck- und Umlenkkästen für Drahtzüge, also zum Stellen der Weichen, die zwischen Stellwerk und Weiche verlegt werden. Ich habe mich für die Abdeck- und Umlenkkästen für Drahtzüge von der Firma Auhagen entschieden mit der Artikelnummer 41616. Als Deckel für die Umlenkkästen benutze ich Riffelblech von der Firma Weinert. Für die Alterung kommen die Farben einmal von Vallejo, die 70822 German Black Brown, und die beiden Grautöne Aquacolor von Revell, die Nummer 57 und die Nummer 76 zum Einsatz. Und zu guter Letzt noch für die Tupftechnik ein zerrupfter Schaumstoffschwamm und eine Klemmpinzette. Die Alterungsmethode habe ich mir von dem YouTube-Kanal Seps 1:87 abgeschaut. Ein wirklich toller Kanal, kann ich wirklich nur empfehlen. Den Link haue ich mal unten in die Videobeschreibung. Mit der Airbrush-Pistole trage ich nun das Revell Grau Nummer 57 gleichmäßig auf jedes einzelne Teil auf. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Pinsel machen. Achtet nur darauf, dass dann im Riffelblech nicht die ganzen Ritzen zugeschmiert werden. Nun geht es mit den bereits erwähnten Farben und der Schwämmchentechnik an die Alterung der Kanäle. Nun wird das hellere Grau mit der Schwämmchentechnik in tropfenden Bewegungen auf die Kanäle aufgetragen. An einigen Stellen mal ein bisschen mehr, an anderen Stellen mal ein bisschen weniger. Auch die Umlenkkästen bekommen ein paar hellere Flecken verpasst.
kommt der Rost mit dem German Black Brown. Auch hier mit leicht tupfenden Bewegungen mal mehr und mal weniger Farbe aufbringen. Insbesondere an den Wülsten sollte mehr Farbe aufgetragen werden. Als letzten Schritt werden jetzt noch die eben aufgetragenen Rostflecken verfeinert mit Burnt Umber Pulverfarben. Diese werden im Pinsel einfach aufgetragen, aufgetupft und noch etwas verteilt. Dadurch wird das Ganze nochmal ein bisschen plastischer.